We have an interesting Bible verse this week. Wir haben einen ganz interessanten Bibelvers in dieser Woche. It's from Genesis 1. Mose 26, verse 12. 26, Vers 12. And yeah, it's amazing how I was wondering which verse should I do for this lesson, and myself and Gila actually spoke about it, and I didn't have a lot of peace. And then there was this moment when the Father just showed me this is the right verse to do for this lesson. Und als Tian darüber nachgedacht hat, welchen Vers er nehmen sollte, da hat er nicht viel Frieden darüber und wir haben darüber gesprochen und dann hat der Vater ihm gezeigt, das ist der Bibelvers für diese Woche. So I hope it blesses you. Ich hoffe, es segnet euch. So in German, will you read that for us, Yes. please, Gila? Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. So in this verse, you see a lot of biblical Hebrew coming through. Of course, it is the Bible, but normally biblical Hebrew and modern Hebrew has connections. But in this verse, it's really, really strict biblical Hebrew. Und in diesem Vers sehen wir jetzt ganz, ganz vieles an biblisches Hebräisch. Und normalerweise sieht man schon so eine Verbindung zwischen biblisches und modernes Hebräisch, gell? Aber hier in dem Vers ist es wirklich ausschließlich biblisches Hebräisch. So I'll show you what I mean as we go along. Und ich zeige euch, was ich damit meine, wenn wir jetzt weitermachen. The first word you see starts with a vav. Und das erste Wort fängt an mit einem Vav. What does that mean? Was bedeutet Vav? That is the word there, right? Das ist das Wort Wenn, richtig? In this case, it's just va, but it still means and. In diesem Fall ist das Va, ne? Ihr werdet sehen, ein Vokal als haben wir A, aber ist immer noch und. So, and he, oopsie, and he, oops, I should not be writing English. No, you should not. And he sowed. Und er säte. So, and Und ist We. he Er sowed. säte. So in Hebrew, I've mentioned this as well. In Hebrew, you see many names starting with a year. Ich habe das schon mal erwähnt. In Hebräisch sehen wir, dass ganz viele Namen mit J anfängt. Like Jacob or Joshua. So wie Jakob oder Joshua. And even more, Isaac also starts with a year. Und Isaak fängt auch mit Jahr an. And so Joseph and all of them have this meaning, he did something or he will do something. Und die Bedeutung bei allen Namen, die mit Ja anfangen, ist, er hat etwas getan oder er wird etwas tun. So this word vayizra, and he sowed, starts with this male yod. Und Vayizra fängt an mit diesem männlichen J. But it's a strange way of speaking to put your verb first. Aber es ist eine komische Art und Weise, um zu sprechen, um den Verb um das Verb wirklich als erstes hier hinzustellen. What is the German for this verse? How do you start the first 3-4 words?
Und Isaak säte. So here it says, and he sowed, and then it says who the person is that does it. Und hier ist das anders. In Hebräisch steht erst und er säte und dann wird der Name von der Person genannt. And this is typical biblical Hebrew. Das ist typisch biblisches Hebräisch. That the act is said first and then the name or the description of the person who does it. Dass zuerst gesagt wird, was getan wird und dann die Beschreibung von, also dann wird gesagt, welche Person das macht. So it says, and he sowed Isaac. Und er säte Isaak. Isaac wasn't sowed. Isaac is the person who is doing the sowing. Aber Isaak ist nicht gesät worden, ja. Isaak ist die Person, die hier sät. But remember, it starts with a yeah, so it's also, there's a meaning in this name. Aber hier fängt das auch mit einem J an, gell? Das heißt, es gibt eine Bedeutung hier in dem Namen. First, let's read it. The pronunciation is Yitzchak. Also, lass uns das erst lesen. Yitzchak, das ist die Aussprache. Yitzchak, and in Hebrew that means he will laugh. That's just the meaning of Isaac's name. Und die Bedeutung von diesem Namen von Yitzchak ist, er wird lachen. Just like we had here, he sowed, starts with the yod. Isaac's name also starts with the yod. It's quite cool. Und ihr seht, es fängt hier an mit J, er säte, und der Name von Isaak fängt auch mit J an, ne? Er wird lachen. Okay, so Isaac sowed. That's what we've learned so far. Isaak hat gesät, das haben wir bis dato gelernt. He sowed in a specific place. Where did he sow? Aber Isaak hat gesät an einem ganz bestimmten Ort. Wo hat er gesät? Oh, I need to redo that. There we go. Och, das muss ich jetzt nochmal machen. Das ist gut. Oh, thank you for translating every single word, Gila. Danke, dass du jedes einzelne Wort übersetzt, Gila. So, and he sowed. Who sowed? Isaac. Where did he sow? In the land. Und er säte, wer hat gesät? Isaak. Wo hat er gesät? In das Land. Ba. Ba. In Ba. the. In das. And then Aretz. Aretz is land. You maybe remember that from Genesis 1. Und dann Aretz. Aretz ist Land. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran von 1. Mose 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. So biblical Hebrew has very strange things sometimes. Und in biblisches Hebräisch, da sieht man manchmal ganz schräge Sachen. And the next word we don't use in modern Hebrew anymore. Und das, was ihr jetzt seht, das benutzen wir nicht in der modernen Sprache, also im modernen Hebräisch. This word that I'm about to write is biblical. Und das Wort, was Tian jetzt hier schreibt, ist biblisch. Because we are used to saying in the land and that's about it. Then we're done, right? Denn wir sind gewohnt zu sagen, in dem Land, ja, oder hier direkt in das Land und dann war es das schon. But here he is saying in the specific land. Aber hier sagt er, es ist ein ganz spezifisches Land. Das ist das, was das Wort hier aussagt, gell? Ist das spezifische Land. Wow, you
really meant to give me long words to write. Eh? No, that's just the way you write it. I have to see if I can make a space for this. Well, the word land is not necessary. This specific. Also das Wort Land ist hier nicht notwendig. Es ist wichtig, dass ihr wisst, es geht um ein ganz spezifisches Land. So I would love to hear all of your pronunciations for this word, but I'm rather just going to read it to you because in this case, you actually just ignore the vav. And that's why I say don't worry about it too much. It's just the biblical Hebrew. Und ich würde mir gerne jetzt anhören, wie ihr das alle aussprecht, aber in diesem Fall ist das so, dass man einfach Vav ignoriert, ne? Das ist biblisches Hebräisch. So it's ha-hi. 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 So, Ha-hi. Vayizra Yitzchak ba'aretz ha-hi. And Isaac sowed in this land. Und Isaak säte in diesem Land. Let's go on. Machen wir weiter. This is a very fun word. Und das Wort hier ist ein Wort, was Spaß macht. What is the German translation for he sowed from the land? Sorry, he reaped, he harvested. Also reap, erntete. Oh. Erntete. Erntete, erntete, erntete. Ich werde Deutsch an den Nagel hängen. Ich mache jetzt Hebräisch. Ich mache jetzt Hebräisch. Again, and. Wir haben wieder und. Wir haben wieder auch er, ne? Seht ihr das? War, ja, natürlich, war je. Va. This and, va. War und. Again, ye with a yod, he. Und je, also er. So the word in the Bible translated used is he harvested, but literally translated, it's actually and he found. Und in der Bibel lesen wir und er erntete. Aber wenn wir das wirklich so wortwörtlich übersetzen, heißt es und er fand. Which is the Hebrew word for harvest, but it's just such a such a beautiful way, a poetic way of saying it. Und das ist auch das hebräische Wort für ernten, aber es ist so eine poetische Art und Weise, das zu sagen. Ne? Er fand. He sowed and he found. He harvested. Er säte und er fand. Er erntete. Should I write the word erntete? Musst du nicht? Muss er das schreiben? Wollt ihr, dass Dion schreibt, erntete? Nee, they don't want you to write It's not that. necessary. Okay. They don't want you to write it. Okay, I won't. But you can if you want to. And he found in that year. Und er fand in dem Jahr. Again, this strange biblical word that makes it so specific. Dann wieder das Wort hier, was dazu führt, dass es ein ganz bestimmtes Jahr ist. You remember the ba. Ihr erinnert euch an Ba. Was ist Ba? In BH. BH. In dem. the year. Und H. BH. In dem Jahr. Ba.
Bashana. Bashana. Hahi. Hahi. I'm not going to explain the word hahi. You don't have to, you just did. Didn't you just explain it? It's this specific. Yes. Das spezifische Jahr. Hahi. In dem bestimmten Jahr. And he found in this specific year, what? What did he find? Und er fand in genau diesem ganz bestimmten Jahr, was hat er gefunden? In this year, he found, you guys know the word. In diesem Jahr fand er, und ihr kennt das Wort auch schon. Richtig, Eva. We learned it. Wir haben es gelernt. Die Joelli wird das nächste Mal, wenn ihr da seid, wird sie dir einen Schock geben. Gell, Joelli? Für die Eva, weil die das so toll gemacht hat jetzt. Gila meshalemet. Gila meshalemet. Genau, und ich zahle. Ani meshalemet. Ken. Besimcha. Besimcha. Besimcha, mit Freude. Okay, vayizra Yitzchak ba'aretz hahi, vayimtza bashana hahi, mea. Mea. Mea, hundredfold. Hundertfältig. He found mea she'arim. Er hat hundertfältig gefunden. Have you guys heard of mea she'arim? Yes! Habt ihr gehört von Jerusalem? Mea Sharim in Jerusalem? Yes. Mea she'arim, it's a neighborhood. Mea Sharim, das ist eine Nachbarschaft, eine Gemeinde. It's very close to Beit Chai in Jerusalem. It's just there behind where all the Orthodox people live. Direkt hinter Beit Chai, dort wo die ganzen orthodoxen Juden wohnen. It's called Mea She'arim. It can mean hundredfold or 100 gates. Mea Sharim, und das kann bedeuten hundertfältig. Aha, so viele Kinder. Oder 100 Tore, ne? Kann auch bedeuten. Vayizra Yitzchak ba'aretz hahi, vayimtza bashana hahi, mea she'arim. Mea Sharim. Hundredfold. So he got a good harvest. He got a nice harvest. Yes, wow. Also, der hat eine gute Ernte bekommen, oder? Tov meot. Metsuyan. In this verse, you see the whole time va ye. Und in diesem Vers sehen wir immer va ye. And he. Und er. So, and he blessed. Und er segnete. So now, when you read up to here in Hebrew, it sounds like Isaac is doing the blessing. Und wenn du das nur bis hierhin liest, dann klingt es so, als ob Isaak derjenige ist, der segnet. But, you know, you first have the action and then you say who does it. Aber wie ihr wisst, wir haben erst die Tätigkeit und dann wird uns gesagt, wer die Tätigkeit ausübt. And he blessed.
blessed him. And he blessed him. Ja, maar met de N aan die einde. Met wat? Met Ja, de, danke. und er segnete ihn. And he blessed him. Und er segnete ihn. Who did the blessing? Wer hat gesegnet? Yod, He, Vav, He. Halleluja. God was blessing Isaac. Gott segnete Isaak. Vayevarechehu Yod, He, Vav, He. And he blessed him. This is God that blessed Isaac. Und er segnete ihn. Gott segnete den Isaak. Okay, I'll read the verse for you from the top, slowly through. Und Tian lest euch das noch einmal ganz langsam vor. And you can obviously send me a voice note as well where you read this verse. Und ihr macht bitte eine Stimmaufnahme, wo ihr diesen Vers vorlest. So, from the top. Von oben. Vayizra Yitzchak ba'aretz hahi vayimtza bashana hahi mea she'arim vayevarechehu yod he vav he. God has a heart to bless. Gottes Herz ist es, zu segnen. There's a side that's expected of us. Es gibt natürlich auch etwas, was von uns erwartet wird. Isaac could not have been blessed if he did not make this seed, if he did not sow into the land. Und Isaak hätte nicht gesegnet werden können, wenn er nicht in das Land gesät hätte. So God expects of us to sometimes do something to experience God's blessing. Gott erwartet manchmal von uns, dass wir etwas tun, damit wir seinen Segen erleben können. And I don't have in my heart to make a big teaching this evening. Ich habe es jetzt nicht auf dem Herzen, irgendwie eine große Lehre daraus zu basteln. I have in my heart to bless all of you. Aber ich habe es auf dem Herzen, euch zu segnen. Because what I experience is that the Father has used many of you to sow into our lives. And we want to bless you that the Father will really pour out his blessings on each one of you. Denn was wir erleben, ist, dass viele von euch in unserem Leben hineingesät haben. Und wir möchten euch segnen, ja, damit, dass der Vater wirklich ein großer Segen über euch ausgießen wird. That the seed that you guys have sown, that it will bring a great harvest, a hundredfold harvest. Und dass das Saat, was ihr gesät habt, ja, dass das hundertfältig eine Ernte hervorbringen wird für euch. Father, thank you that I can bring each person joining this lesson before you. Vater, danke, dass ich jede Person, die sich bei dieser Lektion mitmacht, vor dir bringen darf. I pray that you see the seed that they sow in their lives. Und ich möchte dich bitten, dass du siehst, welche Saat sie säen in ihrem Leben. And if it's financial or just in words, just in time that they sow, that you will give them a great harvest. Und ob es finanziell ist oder in Worten oder Zeit, dass du ihnen eine große Ernte geben wirst. That you will give them mehr she'arim. Dass du ihnen mehr She'arim geben wirst. A hundredfold, that your blessings will be poured out upon their lives. Hundertfältig, dass dein Segen so über ihr Leben ausgegossen wird.
that they will testify of your greatness because you are a good Father. Und dass sie Zeugnis ablegen werden von deiner Größe, denn du bist ein guter Vater. That we will hear hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dass wir dann hören werden, Halleluja, Halleluja, Halleluja. That your name will be made great because we experience your blessing. Dass dein Name vergrößert wird, weil wir einfach deinen Segen erleben. Father, I pray for not only those joining this evening, but those also listening to the recording, that they will experience immense blessing in their lives. Und ich bete auch für die Leute, die zum Beispiel nur die Aufnahme sich anhören, dass sie auch ein großer Segen erleben werden in ihrem Leben. Hundredfold harvest. Hundertfältiger Ernte. I pray it all in your son's name, Yeshua Messiah. Und das alles bitte ich im Namen deines Sohnes, Jeschua, unser Messias. Amen. Amen. I hope you enjoyed that just as much as I enjoy teaching Hebrew and teaching the Bible from the Hebrew language perspective. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich Spaß dabei habe, wenn ich Hebräisch unterrichten kann und wenn ich das aus der biblischen Perspektive machen kann. We have a lot of material on the Hebrew language and the Bible from this culture and language perspective on kolkala.com. Und wir haben ganz, ganz vieles an Materialien über die hebräische Sprache und über die Bibel aus eben jener Perspektive auf kolkala.com. And if you're interested in learning Hebrew, you can write to me and I will help you to maybe fall in with a class or follow some lesson of us somewhere. You can write to tian@hebrewpeople.com. Und wenn du Interesse daran hast, die Sprache zu lernen, dann kannst du mir gerne schreiben, tian@hebrewpeople.com, und dann können wir schauen, in welche Klasse wir dich unterbringen können oder wo du dir die Aufnahmen anschauen kannst. People often ask us, how can they support us? You're welcome to go onto our website, hebrewpeople.com, and you'll see there is a donate button. If you click on it, you'll see all our banking details, and that's it. We don't need to then send you everything personally. It's there for you to see whatever you'd like. Und die Menschen stellen uns häufig die Frage, wie sie uns finanziell unterstützen können. Nun ja, wenn du auf hebrewpeople.com gehst und du gehst auf die deutsche Seite, dann gibt es dort ein Knöpfchen, das heißt Spenden. Und wenn du darauf klickst, hast du alle Kontodaten von uns. Dann brauchst du uns also nicht mehr anzuschreiben, du brauchst nicht mehr nachzufragen. Du kannst einfach dann geben, wann der Herr es dir aufs Herz legt. So as we say in Hebrew, Shalom. Und wie wir das auf Hebräisch sagen, Shalom.